20 Uhr, 20:30 Uhr, dass dann so langsam die Panik dann auch anfing zu steigen und dann damit auch immer mehr so ein bisschen dieses Nichtglauben von dem, was eigentlich gerade wirklich passiert. Ich kann mich noch dran erinnern, da ist hier irgendwie mal so jemand von der Freiwilligen Feuerwehr rumgerannt und hat dann gesagt, Autos wegfahren, Autos wegfahren. Da war schon alles zu spät. Das hätte niemand einem Fachmann geglaubt, wenn der gesagt hätte, verlasst eure Häuser, verlasst das Dorf, hier wird heute Nacht um 1 Uhr, steht hier 6, 7 Meter das Wasser bis in eure zweite Wohnetagen. Da hätten alle gesagt, ja, natürlich, klar, wie soll das denn funktionieren? Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 14. Juli. Kühle Atlantikluft trifft auf feuchtheiße Mittelmeerluft. Die Folge sind flutartige Regenfälle im Westen, weiter östlich heftige Gewitter. Es bestehen entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Trocken, zum Teil auch klar, verläuft die Nacht im Norden. Dort sowie im Osten scheint morgen zeitweise die Sonne, aber es entwickeln sich stellenweise auch unwetterartige Gewitter. Im Westen und Südwesten weiterhin ergiebiger Regen. Im Süden zeigt sich zwischen einzelnen Leute, ich bin am Arsch. Könnt ihr das sehen, das Wasser vor der Haustür? Ich sauf ab. Ich habe es 2016 gekauft und 2 Monate, bevor mir alles genommen wurde, war ich mit dem letzten Pinselstrich, sage ich mal, so ungefähr fertig. Wie viele Arbeitsstunden waren das eigentlich? Wie viele Tausende? Man kann das schlecht immer in so einen Rahmen packen, ne, weil es halt irgendwie gefühlt immer war, die Arbeit. Als es dann wirklich losging, war es zu schnell, um das immer on point irgendwie zu begreifen. Was passiert ja eigentlich gerade? Also es war zu heftig. Du konntest machen, was du wolltest, alles war egal. Es ging einfach weiter. Es ging einfach weiter. Du konntest keine Gegenwehr leisten. Dann als das Öl ausgelaufen ist und durchs ganze Haus gelaufen ist und da war mir eigentlich klar, so, das ist das Todesurteil. Meine Werkzeuge sind weg, meine Materialien, die gelagert waren, sind weg. Mein Privatauto ist weggeschwommen, mein Arbeitsbus ist weggeschwommen. Ich habe nichts mehr zum Arbeiten und ich kann auch gerade nicht arbeiten, selbst wenn ich Werkzeug hätte. Und ich bekomme kein Geld rein. Und für mich war klar, in 15 Tagen geht die nächste Rate fürs Haus von meinem Konto. Wie soll ich das eigentlich machen? Also für mich war klar, ja, natürlich, du musst neues Werkzeug kaufen und du musst ein neues Auto kaufen und dann musst du das langsam wieder aufbauen. Das hat sich dann auch einfach irgendwie so ergeben. Man hat dann einfach funktioniert, Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Viele haben ja gesagt, ne, warum willst du da überhaupt noch mal aufbauen? Bist du geisteskrank? Ja, mein Vater hat gesagt, nimm doch das Geld von der Versicherung und kauf dir irgendwo eine Eigentumswohnung. So, und dann kam aber natürlich ja mein Innerstes und mein Menschliches auch irgendwie dazu. Habe ich hier eine große Bindung zu meinem Nachbarn. Dann wohnt meine Tochter hier mit meiner Ex-Frau zusammen, 100 Meter weiter. Die Menschheit, habe ich manchmal zumindest das Gefühl, selbst nach diesen Ereignissen, da reden wir von Wochen, ein paar Wochen, wenn die verstrichen sind, dass dann einfach wieder so eine Demenz einsetzt und die Leute einfach sagen, ach, so schlimm ist das ja gar nicht und das ist so. Und das regt mich natürlich auf im Hinblick meiner Tochter, weil wir so keinen Wandel schaffen können.
wir schaffen es ja nicht, unser Klimaziel zu erreichen. Was ist denn dann, wenn meine Tochter irgendwann mal dieses Haus hier besitzt? Was kommt denn dann vielleicht in 50 Jahren? 12 Meter Wasser?